Geschichten auf Deutsch. Das Mädchen mit dem roten Kapuzenmantel. In einem beschaulichen Dorf, umgeben von saftigen Wiesen und dichten Wäldern, lebte ein junges Mädchen namens Lina. Obwohl ihr eigentlicher Name Lina war, kannte sie im Dorf jeder als Rotkäppchen. Das kam von einem wundervollen, tiefroten Mantel mit einer weiten Kapuze, den ihre Großmutter mit viel Liebe für sie genäht hatte. Der Mantel war nicht nur ein Blickfang, sondern auch praktisch. Er war aus einem dicken Stoff, der Lina in den kalten Wintermonaten warm hielt. Das Haus von Rotkäppchen und ihrer Mutter lag am Rande eines großen, dunklen Waldes. Dieser Wald war sowohl faszinierend als auch furchteinflößend. Es wurde erzählt, dass es in den Tiefen des Waldes Wesen gab, die man lieber nicht treffen wollte. Rotkäppchens Mutter warnte sie immer wieder davor, sich zu weit in den Wald hineinzuwagen. Bleib immer auf dem Pfad und pass gut auf dich auf, sagte sie oft. Eines Morgens kam Rotkäppchens Mutter mit einem Korb zu ihr. Darin befanden sich ein frisch gebackener Kuchen und eine Flasche Wein. Deine Großmutter fühlt sich nicht gut, mein Liebling, sagte sie mit besorgtem Blick. Ich dachte, wir könnten ihr diesen Korb bringen, um ihr ein wenig Freude zu bereiten. Rotkäppchen nickte eifrig. Sie liebte ihre Großmutter über alles und wollte alles tun, um ihr zu helfen. Während sie den Korb mit den Leckereien vorbereitete, dachte Rotkäppchen an die vielen Geschichten, die ihre Großmutter ihr erzählt hatte, wenn sie besuchte. Sie erzählte von Abenteuern, die sie erlebt hatte, als sie jung war, von alten Legenden des Dorfes und von magischen Wesen, die im Wald lebten. Mit dem prall gefüllten Korb in der Hand verabschiedete sich Rotkäppchen von ihrer Mutter und machte sich auf den Weg. Der Wald empfing sie mit einem kühlen Schatten, und die Blätter raschelten leise im Wind. Sie konnte Vögel zwitschern hören und sah, wie Eichhörnchen von Ast zu Ast hüpften. Obwohl der Wald ein wunderschöner Ort war, wusste Rotkäppchen, dass sie vorsichtig sein musste. Sie dachte an die vielen Geschichten, die sie über den Wald gehört hatte, und beschloss, besonders wachsam zu sein. Während sie weiterging, wurde der Wald dichter und dunkler. Aber Rotkäppchen war nicht ängstlich. Sie dachte an ihre Großmutter und wie glücklich sie sein würde, den Kuchen und den Wein zu sehen. Mit einem Lächeln auf den Lippen ging sie weiter, nicht ahnend, welche Abenteuer sie in diesem Wald erwarten würden. Während Rotkäppchen tiefer in den Wald hineinmarschierte, umgeben von riesigen Bäumen und dem melodischen Gesang der Vögel, fühlte sie eine Mischung aus Aufregung und Nervosität. Der Wald war wie ein anderes Reich, gefüllt mit unbekannten Geräuschen und Schatten, die durch die Baumkronen huschten. Sie erinnerte sich an die vielen Geschichten, die ihre Großmutter ihr über den Wald erzählt hatte. Von freundlichen Wesen, die im Verborgenen lebten, und von anderen, die man besser meiden sollte. Mit jedem Schritt, den sie machte, wurde ihr klarer, dass dieser Wald voller Geheimnisse steckte. Plötzlich hörte sie ein Rascheln in den Büschen. Sie hielt inne und lauschte. Ein Schatten bewegte sich schnell zwischen den Bäumen, und bevor sie es sich versah, stand ein großer, grauer Wolf vor ihr. Er hatte tiefschwarze Augen, die sie neugierig ansahen, und ein dichtes Fell, das im Sonnenlicht glänzte. »Na, kleines Mädchen, was machst du so alleine hier im Wald?« fragte der Wolf mit einer sanften, fast charmanten Stimme. Rotkäppchen erinnerte sich an die Warnungen ihrer Mutter und Großmutter, sich von Fremden fernzuhalten. Aber der Wolf schien so freundlich und harmlos zu sein. »Ich bin auf dem Weg zu meiner kranken Großmutter«, antwortete sie vorsichtig. »Ich bringe ihr Kuchen und Wein, um ihr zu helfen, sich besser zu fühlen.« Der Wolf lächelte und trat näher. »Deine Großmutter wohnt im Haus am anderen Ende des Waldes, nicht wahr?« fragte er. Rotkäppchen war überrascht, dass der Wolf das wusste. »Ja, das tut sie«, antwortete sie zögernd. Der Wolf nickte. »Ich kenne einen schnelleren Weg dorthin. Ein Pfad, der direkt zu ihrem Haus führt. Möchtest du ihn nehmen?« bot er an. Rotkäppchen dachte nach.
Sie wollte so schnell wie möglich bei ihrer Großmutter sein, aber sie erinnerte sich auch an die Warnungen, sich von den Pfaden fernzuhalten. »Ich danke dir für das Angebot«, sagte sie höflich. »Aber ich sollte auf dem Hauptpfad bleiben.« Der Wolf schien für einen Moment enttäuscht zu sein, lächelte dann aber wieder. »Wie du willst, kleines Mädchen, pass gut auf dich auf«, sagte er, bevor er sich umdrehte und im Wald verschwand. Rotkäppchen atmete tief durch. Sie hatte das Gefühl, dass sie gerade einer Gefahr entkommen war, konnte aber nicht genau sagen, warum. Sie beschloss, so schnell wie möglich weiterzugehen und ihre Großmutter zu erreichen. Nach der Begegnung mit dem Wolf setzte Rotkäppchen ihren Weg durch den Wald fort, doch ein leichtes Gefühl der Unruhe blieb bei ihr. Sie fragte sich, ob sie dem Wolf wirklich hätte trauen können. Die Erinnerung an seine dunklen, durchdringenden Augen ließ sie schaudern. Während sie weiterging, bemerkte sie eine Lichtung, die von den goldenen Strahlen der Sonne durchflutet wurde. In der Mitte dieser Lichtung wuchsen die schönsten Blumen, die sie je gesehen hatte. Es gab leuchtend blaue Glockenblumen, tiefrote Rosen und sonnengelbe Margeriten. Die Farbenpracht war atemberaubend. Ohne nachzudenken, trat Rotkäppchen auf die Lichtung und begann, einige der Blumen zu pflücken. Diese wunderschönen Blumen werden meiner Großmutter sicherlich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, dachte sie bei sich. Während sie sich inmitten der Blumen befand, hörte sie eine leise, melodische Stimme. »Wer wagt es, meine Blumen zu pflücken?« Rotkäppchen blickte auf und sah eine zierliche Gestalt, die auf einem der Blütenblätter saß. Es war eine Fee, so klein wie eine Hand, mit schimmernden Flügeln und leuchtenden Augen. Rotkäppchen war erstaunt und trat zurück. »Entschuldigung«, stotterte sie. »Ich wollte deinen Blumen nicht schaden. Ich dachte, sie würden meiner kranken Großmutter Freude bereiten.« Die Fee betrachtete Rotkäppchen einen Moment lang, dann lächelte sie. »Ich verstehe«, sagte sie. »Aber jede Blume in diesem Wald hat einen Zweck und eine Bedeutung. Sie sind nicht nur zum Anschauen da.« Rotkäppchen fühlte sich schuldig. »Ich bin so sorry«, sagte sie. »Was kann ich tun, um es wieder gut zu machen?« Die Fee dachte nach. »Wenn du wirklich deiner Großmutter Freude bereiten möchtest, dann werde ich dir helfen. Aber zuerst musst du mir versprechen, dass du in Zukunft die Natur respektieren wirst.« Rotkäppchen nickte eifrig. »Das verspreche ich.« Die Fee flatterte zu Rotkäppchen und berührte den Blumenstrauß mit ihren kleinen Händen. Die Blumen begannen zu leuchten und verwandelten sich in einen wunderschönen, magischen Blumenstrauß. »Nimm dies zu deiner Großmutter«, sagte die Fee. »Es wird ihr nicht nur Freude bereiten, sondern auch helfen, sich besser zu fühlen.« Rotkäppchen dankte der Fee und setzte ihren Weg fort, den magischen Blumenstrauß fest in der Hand haltend und mit einem neuen Verständnis für die Wunder des Waldes. Mit dem verzauberten Blumenstrauß in der Hand und dem Gedanken an die freundliche Fee, die ihr geholfen hatte, machte sich Rotkäppchen weiter auf den Weg zu ihrer Großmutter. Der Wald schien nun weniger bedrohlich, und die Sonnenstrahlen, die durch die Baumkronen fielen, bildeten goldene Pfade auf dem Waldboden. Bald konnte Rotkäppchen das alte Haus ihrer Großmutter zwischen den Bäumen erkennen. Es war ein gemütliches Holzhaus mit einem kleinen Schornstein, aus dem Rauch aufstieg. Um das Haus herum blühten Blumen in allen Farben und Bienen summten fröhlich von einer Blüte zur nächsten. Als sie näher kam, bemerkte sie jedoch etwas Seltsames. Die Haustür stand einen Spalt offen und das Haus schien stiller als sonst zu sein. Vorsichtig trat Rotkäppchen näher und rief: »Großmutter? Bist du da?« Es gab keine Antwort. Mit einem mulmigen Gefühl betrat sie das Haus. Der Kamin war angezündet, und der angenehme Geruch von frisch gebackenem Brot durchzog die Luft. Aber von ihrer Großmutter war keine Spur zu sehen. »Großmutter?«, rief Rotkäppchen erneut und ging langsam in Richtung des Schlafzimmers. Was sie dort sah, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Im Bett lag, eingehüllt in die Decke und mit einer Schlafmütze auf dem Kopf,
der Wolf. Seine Augen funkelten listig, und ein breites Grinsen zeigte seine scharfen Zähne. »Oh, Rotkäppchen«, rief der Wolf mit einer verzerrten Stimme, die die Großmutter nachahmen sollte. »Was hast du für schöne Blumen dabei? Und was bringst du noch für mich?« Rotkäppchen, obwohl von Angst erfüllt, versuchte ruhig zu bleiben. Sie erinnerte sich an die Geschichten, die ihre Großmutter ihr erzählt hatte, und wusste, dass sie klug handeln musste. »Ich habe Kuchen und Wein für meine Großmutter gebracht«, antwortete sie. »Wo ist sie? Was hast du mit ihr gemacht?« Der Wolf lachte. »Mach dir keine Sorgen, kleines Mädchen. Deine Großmutter ist in Sicherheit.« Rotkäppchen schaute sich um und suchte nach einem Weg, dem Wolf zu entkommen und ihre Großmutter zu finden. In diesem Moment bemerkte sie ein leises Rascheln hinter dem Vorhang des Fensters. Rotkäppchen spähte vorsichtig zu dem raschelnden Vorhang und sah eine kleine Hand, die versuchte, ihn beiseite zu schieben. Während der Wolf abgelenkt war und sich mit dem verführerischen Duft des Kuchens beschäftigte, schlich Rotkäppchen sich zum Fenster. Zu ihrer Überraschung sah sie die kleine Fee von der Lichtung, die sie zuvor getroffen hatte. »Schnell, komm heraus«, flüsterte die Fee. Rotkäppchen zögerte nicht und kletterte geschickt durch das Fenster. Draußen atmete sie tief durch und fragte: »Wie wusstest du, dass ich Hilfe brauche?« Die Fee lächelte. »Ich spüre, wenn jemand in Gefahr ist, besonders wenn ich dieser Person zuvor begegnet bin. Aber wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen deine Großmutter finden.« Rotkäppchen nickte und erzählte der Fee von ihrer Begegnung mit dem Wolf im Wald und wie er ihr vom schnelleren Weg zum Haus ihrer Großmutter erzählt hatte. »Das erklärt es«, sagte die Fee. »Er wollte dich vom Hauptweg ablenken, um zuerst hierher zu gelangen.« Die beiden machten sich auf die Suche nach der Großmutter. Während sie durch den Wald gingen, hörten sie ein leises Stöhnen. Sie folgten dem Geräusch und fanden schließlich Rotkäppchens Großmutter, die an einen Baum gebunden war. Nachdem sie die Großmutter befreit hatten, erzählte sie ihnen, wie der Wolf sie überrascht und gefesselt hatte, um sie später zu fressen. »Wir müssen zurück ins Haus und den Wolf stoppen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet«, sagte Rotkäppchen entschlossen. Die Fee nickte. »Aber wir müssen klug sein und einen Plan haben.« Während sie sich einen Plan überlegten, hörten sie plötzlich das laute Knacken von Ästen. Jemand oder etwas näherte sich. Das Geräusch nähernder Schritte wurde lauter und lauter. Rotkäppchen, die Fee und Großmutter hielten den Atem an, während sie sich hinter einem großen Busch versteckten. Das Rascheln der Blätter und das gelegentliche Knacken von Ästen ließen die Spannung in der Luft steigen. Dann traten sie aus dem Schatten des Waldes hervor, ein großer, kräftiger Holzfäller mit einer Axt über der Schulter. Er schien die Gegend zu durchsuchen, als ob er nach etwas oder jemandem suchte. Die Fee, die mutiger war als die anderen, trat hervor und rief: »Hallo! Können Sie uns helfen?« Der Holzfäller war überrascht, eine so kleine Fee im Wald zu sehen. »Was macht ihr hier?« fragte er mit einer rauen, aber nicht unfreundlichen Stimme. Rotkäppchen trat ebenfalls hervor und erzählte ihm von ihrer Begegnung mit dem Wolf und wie er ihre Großmutter gefangen genommen und sie selbst in Gefahr gebracht hatte. Der Holzfäller runzelte die Stirn. »Ich habe Gerüchte gehört, dass ein Wolf in der Gegend sein Unwesen treibt. Ich bin hier, um ihn zu stoppen.« Mit der Hilfe des Holzfällers schmiedeten sie einen Plan. Während die Fee und Rotkäppchen den Wolf ablenken würden, würde der Holzfäller seine Axt nutzen, um den Wolf zu vertreiben. Als sie sich dem Haus näherten, sahen sie durch das Fenster den Wolf, der immer noch im Bett der Großmutter lag und auf Rotkäppchen wartete. Das war ihre Chance. Rotkäppchen und die Fee begannen, vor dem Haus laut zu singen und zu tanzen, um die Aufmerksamkeit des Wolfes auf sich zu ziehen. Und es funktionierte. Der Wolf sprang aus dem Bett und trat hinaus, neugierig, was das für ein Lärm war.
Genau in diesem Moment trat der Holzfäller hinter einem Baum hervor, schwang seine Axt und stellte sich dem Wolf entgegen. Der Wolf, der den großen Holzfäller und die scharfe Axt sah, bekam Angst und rannte in den tiefen Wald hinein. Die Gefahr war vorbei. Rotkäppchen, die Fee und die Großmutter dankten dem Holzfäller für seine Hilfe. Sie beschlossen, zusammen zu feiern und die Ereignisse des Tages hinter sich zu lassen. Es war ein Tag voller Abenteuer, aber am Ende waren sie alle sicher und glücklich. Nach der aufregenden Rettung beschlossen alle, ein kleines Fest zu feiern. Großmutter hatte immer viele Vorräte im Haus, darunter frische Brötchen, Marmelade, Käse und sogar einige Flaschen Apfelwein. Der Holzfäller, obwohl anfangs schüchtern, war froh über die Gesellschaft, besonders nachdem er so mutig gehandelt hatte. Während sie aßen und tranken, erzählte jeder von seinen eigenen Erfahrungen im Wald. Die Fee sprach von den magischen Orten, die tief im Wald versteckt waren, von den anderen Fabelwesen, die dort lebten, und von den Abenteuern, die sie erlebt hatte. Der Holzfäller, dessen Name Hans war, sprach von seiner Familie und wie er seit vielen Jahren Bäume fällte. Er erzählte auch, wie er Gerüchte über den Wolf gehört hatte und sich entschieden hatte, etwas dagegen zu tun. Rotkäppchen hörte fasziniert zu und dachte darüber nach, wie unterschiedlich das Leben jedes Einzelnen war und wie sie doch durch dieses eine Ereignis zusammengebracht wurden. Während des Festes schlug Großmutter vor, ein Lied zu singen. Rotkäppchen war überrascht, als die Fee eine kleine Flöte hervorholte und anfing zu spielen. Der Klang war magisch, und bald summten alle mit oder klatschten in die Hände. Die Nacht ging weiter mit Geschichten und Liedern, und als der Morgen anbrach, waren alle müde, aber glücklich. Hans bot an, Rotkäppchen nach Hause zu begleiten, um sicherzustellen, dass sie sicher ankam. Auf dem Weg sprachen sie über das Leben, ihre Träume und Hoffnungen. Rotkäppchen erkannte, dass, obwohl sie aus unterschiedlichen Welten kamen, sie viele Gemeinsamkeiten hatten. Als sie zu Hause ankamen, dankte Rotkäppchen Hans für seine Gesellschaft und sie verabschiedeten sich herzlich voneinander. Einige Tage nach dem aufregenden Ereignis fühlte sich Rotkäppchen erneut vom Wald angezogen. Sie erinnerte sich an die Geschichten, die die Fee erzählt hatte, und war neugierig, einige dieser magischen Orte zu erkunden. Mit einem Korb voller Essen und einer Decke machte sie sich auf den Weg. Während sie tiefer in den Wald ging, bemerkte sie, wie die Umgebung sich langsam veränderte. Die Bäume schienen größer, die Blumen leuchtender und die Geräusche melodischer zu sein. Schließlich erreichte sie eine Lichtung, die so wunderschön war, dass sie den Atem anhielt. Überall glitzerten kleine Lichter, und in der Mitte stand ein klarer, funkelnder Teich. Plötzlich hörte sie eine sanfte Stimme. »Wer betritt meine Lichtung?« Als sie sich umdrehte, sah sie eine wunderschöne Elfe mit schimmernden Flügeln, die auf einem Blumenstiel saß. »Es tut mir leid, ich wollte nicht stören«, sagte Rotkäppchen schüchtern. »Ich war nur neugierig.« Die Elfe lächelte. »Du bist herzlich willkommen, kleines Menschenkind. Mein Name ist Lysandra. Dies ist ein besonderer Ort, ein Ort der Magie und Ruhe.« Während sie sprachen, bot Lysandra Rotkäppchen an, mit ihr am Teich zu sitzen. Sie sprachen über das Leben im Wald, und Lysandra erzählte von den vielen Kreaturen, die dort lebten. Sie sprach von Drachen, die in den Bergen schliefen, von Nixen, die in den tiefsten Teichen sangen, und von alten Bäumen, die Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählten. Die Zeit verging, und bald wurde es dunkel. Lysandra bot an, Rotkäppchen nach Hause zu begleiten, und zusammen verließen sie die Lichtung. Auf dem Weg nach Hause dachte Rotkäppchen darüber nach, wie groß die Welt wirklich war und wie viele Geheimnisse sie noch zu entdecken hatte. Sie war dankbar für die wundervollen Freunde, die sie im Wald gefunden hatte, und für die Abenteuer, die sie erlebt hatte. Rotkäppchen war von den Geschichten, die Lysandra ihr erzählt hatte, fasziniert. Insbesondere eine Geschichte hatte ihre Neugier geweckt,
Die Geschichte eines alten Baumes, der seit Jahrhunderten im Wald stand und viele Geheimnisse bewahrte. Mit neuem Mut machte sich Rotkäppchen auf den Weg, diesen mysteriösen Baum zu finden. Sie wanderte stundenlang, orientierte sich an den Beschreibungen von Lysandra und suchte nach einem Zeichen, das den Weg weisen könnte. Endlich, als der Himmel zu dämmern begann, erreichte sie eine kleine Lichtung. In der Mitte stand ein massiver, alter Baum, dessen Rinde von der Zeit gezeichnet war und dessen Wurzeln tief in die Erde reichten. Er strahlte eine Art Magie aus, und Rotkäppchen fühlte sich sofort zu ihm hingezogen. Vorsichtig näherte sie sich dem Baum und berührte seine Rinde. Plötzlich hörte sie eine tiefe, resonante Stimme. »Wer weckt mich aus meinem Schlummer?« Erschrocken sprang Rotkäppchen zurück. Die Stimme kam aus dem Baum. »Entschuldigung, Herr Baum«, stammelte sie. »Ich bin Rotkäppchen und suche nach den Geheimnissen des Waldes.« Der Baum lachte sanft. »Rotkäppchen? Ich habe von dir gehört. Du bist mutig und freundlich. Was möchtest du wissen?« Rotkäppchen erzählte von ihren Abenteuern und fragte den Baum nach den alten Geschichten des Waldes. Und so begann der Baum zu erzählen. Er sprach von Zeiten, in denen Tiere und Menschen Seite an Seite lebten, von Kriegen, die in fernen Ländern geführt wurden, und von der Magie, die einst die Welt durchzog. Die Stunden vergingen und Rotkäppchen lauschte gebannt. Als die ersten Sonnenstrahlen den Himmel berührten, bedankte sie sich beim Baum und machte sich auf den Heimweg, den Kopf voller Geschichten und das Herz voller Dankbarkeit. Nachdem Rotkäppchen so viele wunderbare Geschichten vom alten Baum gehört hatte, war sie neugieriger denn je. Eines Tages hörte sie von einem magischen Brunnen, der tief im Wald verborgen war und bei Vollmond zu singen begann. Sie wollte diesen Brunnen unbedingt finden. Mit einem Rucksack voller Proviant und einer Karte, die sie von einer alten Eule bekommen hatte, machte sich Rotkäppchen auf den Weg. Der Pfad war nicht leicht, denn der Brunnen war in einem Teil des Waldes versteckt, den nur wenige betraten. Nach Tagen der Suche, gerade als sie die Hoffnung verlor, hörte sie ein leises Singen. Sie folgte dem Klang und kam schließlich zu einem Brunnen, der von moosbewachsenen Steinen umgeben war. Das Wasser im Brunnen glitzerte im Mondlicht, und der Gesang, der daraus kam, war das Schönste, was sie je gehört hatte. Sie trat näher und bemerkte, dass der Gesang von einer kleinen Quelle kam, die in den Brunnen floss. Neugierig beugte sie sich vor, um besser zu hören. Als sie das tat, hörte sie eine Stimme. »Wer bist du, und warum bist du hier?« Rotkäppchen zuckte zusammen und sah eine wunderschöne Wassernixe im Brunnen sitzen. »Ich bin Rotkäppchen und wollte den singenden Brunnen finden«, antwortete sie. Die Nixe lächelte. »Du hast ihn gefunden. Aber warum suchst du ihn?« Rotkäppchen dachte nach und sagte dann. »Ich suche nach den Wundern dieses Waldes. Ich möchte alles darüber erfahren.« Die Nixe lächelte erneut. »Dann bleib eine Weile bei mir, und ich werde dir Geschichten erzählen, die nur wenige kennen.« Rotkäppchen verbrachte den Rest der Nacht am Brunnen, lauschte den Geschichten der Nixe und genoss das magische Singen des Brunnens. Als der Morgen anbrach, verabschiedete sie sich von der Nixe und machte sich mit neuen Geschichten im Herzen auf den Heimweg. Als Rotkäppchen sich auf den Heimweg machte, fand sie einen Pfad, den sie vorher noch nie bemerkt hatte. Dieser Pfad war von bunten Schmetterlingen gesäumt, und die Luft roch süß nach unbekannten Blumen. Neugierig beschloss sie, ihm zu folgen. Der Pfad führte sie zu einem prächtigen, von hohen Steinmauern umgebenen Garten. Das Tor war offen, und als sie eintrat, konnte sie ihren Augen kaum trauen. Überall blühten Blumen in den strahlendsten Farben, die sie je gesehen hatte. Bunte Vögel zwitscherten fröhliche Lieder, und in der Mitte des Gartens plätscherte ein klarer Springbrunnen. Während sie den Garten bewunderte, näherte sich ihr eine ältere Frau mit einem Korb voller Blumen. »Wer bist du, kleines Mädchen?« fragte sie mit einer freundlichen Stimme. »Ich bin Rotkäppchen.
Und dieser Garten ist wunderschön, antwortete das Mädchen. Die Frau lächelte. Danke, ich bin die Hüterin dieses Gartens. Er ist ein besonderer Ort, denn jeder, der hierher kommt, kann in die Träume der Pflanzen und Tiere eintauchen. Rotkäppchen war fasziniert. Wie funktioniert das? Die Hüterin erklärte: Setz dich einfach neben eine Blume oder ein Tier und konzentriere dich. Schließe deine Augen, und bald wirst du in ihre Träume eintauchen. Rotkäppchen tat, wie ihr gesagt wurde, und erlebte wunderbare Abenteuer in den Träumen der Pflanzen und Tiere. Sie schwamm mit den Fischen im Ozean, flog mit den Vögeln über Berggipfel und tanzte mit den Blumen im Wind. Als es Zeit war zu gehen, dankte Rotkäppchen der Hüterin und verließ den Garten, ihr Herz erfüllt von den wundervollen Erfahrungen, die sie gemacht hatte. Als Rotkäppchen den geheimen Garten der Träume verließ, spürte sie eine besondere Verbindung zur Natur. Sie bemerkte, dass die Bäume um sie herum zu flüstern schienen. Neugierig näherte sie sich dem größten und ältesten Baum, legte ihre Hand auf seine Rinde und lauschte. Zu ihrer Überraschung hörte sie eine sanfte Stimme, die sagte: Willkommen, kleines Menschenkind. Ich bin der älteste Baum dieses Waldes, und ich habe viele Geschichten zu erzählen. Rotkäppchen war begeistert. Bitte erzähl mir eine deiner Geschichten. Der Baum begann zu erzählen. Vor langer Zeit, als der Wald noch jung war, gab es einen Krieg zwischen den Tieren und den Bäumen. Die Tiere fühlten sich von den Bäumen bedroht und wollten mehr Platz für sich. Aber ein kluges Eichhörnchen schlug einen Friedensvertrag vor. Die Tiere und Bäume kamen zusammen und vereinbarten, in Harmonie zu leben. Seitdem leben wir alle friedlich zusammen. Rotkäppchen war tief bewegt von dieser Geschichte. Es ist so wichtig, in Frieden und Harmonie miteinander zu leben, sagte sie. Der Baum nickte. Ja, das ist es. Und du, kleines Menschenkind, hast eine besondere Verbindung zur Natur. Du kannst die Geschichten der Bäume und Tiere hören. Nutze diese Gabe weise. Rotkäppchen dankte dem Baum und setzte ihren Weg fort, fest entschlossen, ihre besondere Gabe zu nutzen, um anderen zu helfen und die Harmonie in der Welt zu fördern. Während Rotkäppchen durch den Wald spazierte, kam sie an einen Ort, der von einem Kreis aus großen, moosbedeckten Steinen umgeben war. Als sie näher kam, bemerkte sie ein leises Summen und Singen, das aus den Steinen zu kommen schien. Sie war fasziniert und trat in den Kreis hinein. Sofort spürte sie eine Energie, die sie noch nie zuvor gefühlt hatte. Der Boden vibrierte leicht unter ihren Füßen und das Singen wurde lauter. Sie schloss die Augen und fühlte, wie die Musik sie umarmte und durch ihren Körper strömte. Was ist dieser Ort? Fragte sie sich. Da hörte sie eine Stimme, die sagte: Dies ist der Kreis der singenden Steine. Jeder Stein trägt die Erinnerungen und Geschichten der alten Zeiten in sich. Wenn du genau zuhörst, kannst du ihre Geschichten hören. Rotkäppchen konzentrierte sich und hörte auf das Singen der Steine. Sie hörte Geschichten von mutigen Kriegern, von weisen Königen, von verliebten Prinzessinnen und von Abenteuern in fernen Ländern. Die Geschichten faszinierten sie und sie fühlte sich, als wäre sie Teil dieser alten Zeiten. Stunden vergingen, und als Rotkäppchen die Augen öffnete, war der Himmel bereits dunkel. Sie hatte völlig die Zeit vergessen. Danke, liebe Steine, für diese wunderbaren Geschichten, sagte sie und verließ den Kreis. Als sie sich auf den Heimweg machte, fühlte sie sich erfüllt und dankbar für all die wundervollen Dinge, die sie an diesem Tag erlebt hatte. Rotkäppchen fühlte sich durch die Erzählungen der singenden Steine inspiriert. Doch sie wusste, sie musste weitergehen, um ihrer Großmutter das Essen zu bringen. Aber der Wald schien immer mysteriöser und voller Geheimnisse zu werden. Während sie den schmalen Pfad entlang ging, sah sie durch die Bäume hindurch ein kleines Haus. Es sah alt und verlassen aus, aber sie spürte, dass es irgendetwas Besonderes daran gab. Die Neugier packte sie, und sie beschloss,
das Haus näher zu betrachten. Vorsichtig trat sie näher heran und bemerkte, dass das Haus nicht ganz verlassen war. Durch ein Fenster sah sie ein warmes Licht schimmern. Sie zögerte einen Moment, klopfte dann aber an die Tür. Es dauerte einen Moment, dann öffnete sich die Tür knarrend. Eine alte Frau mit grauem Haar und einer Brille stand vor ihr. Sie hatte warme, freundliche Augen und lächelte Rotkäppchen an. »Hallo, mein Kind. Was bringt dich zu meinem Haus?« fragte die alte Frau. »Ich habe es durch die Bäume gesehen und war neugierig«, antwortete Rotkäppchen. Die alte Frau lachte. »Das ist genau das, was ich mir gedacht habe. Jeder, der hierher kommt, wird von der Neugier hierher gezogen.« Rotkäppchen sah sich im Raum um. Überall standen alte Bücher, und in der Mitte des Raums stand ein großer Kessel, aus dem ein angenehmer Duft kam. »Was ist das?« fragte sie und zeigte auf den Kessel. »Das ist mein magischer Trank«, antwortete die alte Frau. »Ich bin eine Kräuterhexe und mache Medizin für die Tiere und Menschen des Waldes.« Die beiden sprachen noch lange über Kräuter, Magie und die Geheimnisse des Waldes. Rotkäppchen fühlte sich wohl bei der alten Frau und genoss ihre Gesellschaft. Aber schließlich wurde es spät, und sie musste weiter zu ihrer Großmutter. »Danke für deine Gastfreundschaft«, sagte Rotkäppchen, als sie sich verabschiedete. »Komm jederzeit wieder, mein Kind«, antwortete die alte Frau und winkte ihr nach. Wieder einmal hatte der Wald Rotkäppchen eine wunderbare Überraschung bereitet. Mit einem Lächeln auf den Lippen setzte sie ihren Weg fort. Rotkäppchen war fast bei ihrer Großmutter angekommen, als sie plötzlich ein raschelndes Geräusch hinter sich hörte. Sie drehte sich um und sah den großen bösen Wolf, der sie seit ihrem Eintritt in den Wald beobachtet hatte. »Ich habe dich gefunden, kleines Mädchen«, knurrte der Wolf und kam näher. Seine Augen funkelten gefährlich. Rotkäppchen erinnerte sich an die Worte der Kräuterhexe und an die Magie des Waldes. Sie dachte an die singenden Steine und den Zaubertrank, den sie in ihrem Korb hatte. »Du kommst nicht an mir vorbei«, sagte sie mutig. Der Wolf lachte. »Du denkst, du kannst mich aufhalten? Ich bin der König des Waldes.« Aber Rotkäppchen hatte einen Plan. Sie warf den Zaubertrank in die Luft, und plötzlich umhüllte dichter Nebel den Wolf. Er knurrte und versuchte, durch den Nebel zu sehen, aber es war unmöglich. Rotkäppchen nutzte diese Gelegenheit und rannte so schnell sie konnte zu ihrer Großmutter. Sie klopfte an die Tür, und ihre Großmutter öffnete sofort. Die alte Dame sah besorgt aus. »Was ist passiert?« fragte sie. »Der Wolf hat mich verfolgt, aber ich konnte ihn abwehren«, antwortete Rotkäppchen und erzählte ihrer Großmutter von ihrem Abenteuer im Wald. Ihre Großmutter hörte aufmerksam zu und nickte. »Du bist ein mutiges Mädchen, Rotkäppchen«, sagte sie. »Aber jetzt bist du sicher.« Die beiden umarmten sich fest. Rotkäppchen war froh, bei ihrer Großmutter zu sein, und die beiden genossen den Rest des Tages zusammen. Der Wolf war verwirrt und wütend, aber er wagte es nicht, noch einmal in die Nähe des Hauses zu kommen. Er wusste, dass Rotkäppchen nicht allein war und dass der Zauber des Waldes sie beschützen würde. So lernte der Wolf eine wichtige Lektion: Man sollte niemals die Kraft der Liebe und des Mutes unterschätzen. Und Rotkäppchen lernte, dass sie sich immer auf ihre Intuition und die Hilfe des Waldes verlassen konnte. Tage vergingen, und die Geschichte von Rotkäppchens Begegnung mit dem Wolf verbreitete sich im ganzen Dorf. Die Menschen waren erstaunt über ihr Mut und ihre Klugheit, und sie wurde zu einer kleinen Legende in ihrer Gemeinschaft. Kinder versammelten sich um sie, immer begierig darauf, die Geschichte aus erster Hand zu hören. Aber für Rotkäppchen war die wahre Geschichte nicht nur die Begegnung mit dem Wolf, sondern auch die Lektionen, die sie auf ihrer Reise gelernt hatte. Der Wald, begann sie, ist voller Geheimnisse. Manchmal kann es gefährlich sein, aber es hat auch seine Magie und seine Weisheit. Sie erzählte von den singenden Steinen, der Kräuterhexe und wie die Natur ihr geholfen hatte,
den Wolf zu überlisten. Ihre Großmutter saß immer neben ihr, nickte zustimmend und ergänzte die Geschichte mit ihren eigenen Erinnerungen und Weisheiten. Man muss immer auf den Pfad des Herzens hören, sagte sie. Aber man muss auch klug sein und die Zeichen erkennen, die uns der Weg zeigt. Die Kinder lauschten gebannt und nahmen die Lektionen zu Herzen. Sie lernten, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern die Fähigkeit, trotz der Angst das Richtige zu tun. Und dass die Natur immer auf ihrer Seite ist, wenn sie mit Respekt und Liebe behandelt wird. Die Jahre vergingen, und Rotkäppchen wuchs zu einer jungen Frau heran, die für ihre Weisheit und Freundlichkeit bekannt war. Sie wurde oft um Rat gefragt und half immer gerne. Der Wald blieb ein besonderer Ort für sie, ein Ort des Nachdenkens und der Meditation. Sie besuchte oft die Kräuterhexe, die zu einer guten Freundin wurde, und lernte mehr über die Geheimnisse des Waldes. Aber das Wichtigste, was sie gelernt hatte, war, immer auf ihr Herz zu hören und den Menschen und der Natur mit Liebe und Respekt zu begegnen. Und diese Lektion gab sie an alle weiter, die bereit waren, zuzuhören. Ende.